Wie von Publisher THQ Nordic angekündigt, ist neben dem Release von Risen 1 auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch auch ein Patch für die PC-Version erschienen. Was sich genau ändert und wie sich die Konsolenports schlagen, jetzt in den News. Nach 14 Jahren hat also der Piranha Bytes Klassiker tatsächlich nochmal einen Patch erhalten. Dieser ist allerdings zu Redaktionsschluss nur für die Steam-Version verfügbar und sollte sich automatisch vor dem nächsten Start installieren. Der Patch baut in erster Linie das Grundgerüst der Engine um und verpasst dieser eine moderne 64-Bit-Architektur, was zum einen zu einem deutlichen Performance-Boost führen sollte und zum anderen die Kompatibilität mit moderneren Windows-Versionen erhöht und das Ganze so zukunftssicherer macht. Ebenfalls wird die für die neuen Konsolenversionen erstellte Gamepad-Steuerung für die PC-Version implementiert. So sollen alle gängigen Gamepads unterstützt werden. Zusätzlich wurde das Spiel komplett in Polnisch und Russisch lokalisiert, was bisher nur den Retail-Versionen vorbehalten war. Für Sammler wurde außerdem eine ganze Reihe an Achievements integriert, die ihr über Steam abrufen könnt. Ohne weiter ins Detail zu gehen, sollen auch einige Bugs in Bezug auf Audioproblemchen und Physik, also in der Luft schwebende Gegenstände, angegangen worden sein. In den Optionen könnt ihr jetzt neben der Gamepad-Steuerung auch den FOV, also das Sichtfeld, manuell einstellen, was ein Segen für extrem breite Monitore bzw. Auflösung sein sollte. Speicherstände lassen sich aus den alten Versionen übernehmen und sollen sich zukünftig via Steam Cloud speichern. Das Highlight ist aber der nun offizielle Support für das Steam Deck von Valve. Ob Mods wie zum Beispiel Nefus Enhanced HD Textures oder Risen Extended noch funktionieren, ist noch nicht ganz klar. Wer hier mehr weiß, darf das gerne mal in die Kommentare ballern. Und im Zuge der Neuveröffentlichung wurde auch der komplette Soundtrack veröffentlicht. Diesen gibt's allerdings nicht kostenlos, sondern für 4,99 € auf Steam. Um noch auf die neuen Konsolenversionen zu sprechen zu kommen, erste Stimmen sprechen sehr wohlwollend von den nun veröffentlichten Konsolenports. So soll das Spiel recht ordentlich portiert worden sein. Wer neue Grafiken oder Inhalte erwartet, wird aber enttäuscht. Es ist eben einfach nur 1:1 Risen 1. Allerdings soll keine der drei Versionen stabile 60 FPS erreichen. Nicht mal, wenn ihr über eine Xbox Series X oder S spielt. Was sich erstmal enttäuschend anhört, fällt aber in-game nicht weiter ins Gewicht, da man zumindest im Performance-Modus sehr nah dran zu sein scheint und nie unter 40 FPS droppt. Wer möchte, kann die Framerate zudem auf 30 FPS locken. Auf der Switch hat man sich hingegen für eine dynamische Framerate entschieden, die zwischen 20 und 40 FPS pendelt, was immer noch gut spielbar sein sollte. Dass hier wohl mit Feintuning mehr drin gewesen wäre, sollte aber klar sein. Trotzdem ist ein mobiles Risen auch so nach wie vor eine verlockende Sache. Übrigens hat man aktuell nicht vor, Risen 2 und Risen 3 folgen zu lassen, was das Ganze aber natürlich nicht ausschließt. Wir wissen ja mittlerweile, dass neben dem Gothic Remake auch Ports der Originalversionen von Gothic 1 und 2 auf dem Weg für die Nintendo Switch sind. Habt ihr euch Risen nochmal geholt oder spielt ihr diese Perle gar jetzt zum ersten Mal? Und was haltet ihr von der wackeligen Framerate auf der Switch? Ab in die Kommentare damit und sobald sich wieder was bei Risen oder Gothic tut, erfahrt ihr es natürlich in den News auf der Zocker Lounge. Also gerne ein Abo da lassen, damit euch diese News dann auch erreichen.